Ja, hallo liebe YouTube-Freunde, liebe Freunde von Cargold, Freunde des Automobils und der Freude am Auto. Also das hier ist, glaube ich, so ziemlich das härteste und schärfste und schnellste, was Mercedes baut und gebaut hat. Ich mache mal wieder aus, ganz kurz. 730 PS, 800 Newtonmeter, läuft 330 Stundenkilometer Spitze. Das ist ein GT, ein AMG GT mit 730 PS, wird von Mercedes benutzt als Safety Car. Und dieser hier, und das ist das Tolle, der war noch gar nicht im Einsatz. Die Autos sind ja vollkommen limitiert. Der hat jetzt hier 120 Kilometer gelaufen. Ja, genau. Hat 120.000 Kilometer gelaufen, 120 Kilometer gelaufen, Entschuldigung. Ist also eigentlich neu, das kann man hier vorne auch sehen. Also er kommt mir so ein bisschen vor wie eine fahrende Spielkommode. Das ist auch vielleicht nicht mehr so ganz meine Zeit. Aber wenn man sich die Preisentwicklung bei diesen Autos anguckt, die geht steil nach oben. Wir haben kürzlich einen blauen hier gehabt, den haben wir verkauft, da stand eine kräftige 4 davor. Und die Autos entwickeln sich im Moment gegen 500. Und das ist einfach einmalig. Also wenn man sich da die Leistungsdaten anguckt, der braucht keine 9 Sekunden, bis er auf 200 ist. Der braucht 3,2 Sekunden bis 100. Das ist der absolute Wahnsinn, ja fast Formel-1-Werte. Und dafür ist er auch gemacht als Safety Car. Aber dadurch, dass die Auflage so gering ist, sind das absolut gefragte Stücke. Und jemand, der gerade mal eben 100 Kilometer gelaufen hat, sowas findet man wenig. Und ich ganz persönlich finde, dass diese Farbe absolut irre ist. Also dieses Orange, wir hatten neulich den hier in Blau, auch toll. Ist natürlich nicht unbedingt was für ältere Herren, weil da muss man sehen, dass man sich da gut rauswinden kann. Aber schaut euch das mal an. Also das ist eine absolute Skulptur. Und ich bin mir ganz sicher, dass solche Autos eines Tages unbezahlbar sein werden. Aus der großen Zeit der tollsten Supersportwagen, die überhaupt gebaut wurden, ist das sicherlich einer der größten Würfe von Mercedes überhaupt. Auch wenn ich ehrlich zugeben muss, ich fühle mich im Flügeltürer 300 SL wohner, wenn er denn echt ist, als in so einem Auto hier. Also ich habe mich hier nicht getraut mit dem auf die Straße. Mein Sohn sagte, Papa, oh geil, das müssen wir jetzt mal machen. Ich sage, hier ist viel Verkehr, mache ich lieber nicht, obwohl der Eigentümer gesagt hat, okay, könnt ihr filmen, aber wir zeigen euch den Wagen jetzt einfach mal so. Den haben wir gerade bekommen, der ist aus einer Sammlung, ist in einem Zustand neu, kann man sagen. Ist ein paar wenige Jahre alt, das seht ihr auch, wenn ihr hier vorne reinguckt. Das ist überhaupt nicht benutzt, das ist alles neuwertig. Das Auto hat einfach die tollsten technischen Verfeinerungen erhalten, die es noch gab. Das ist ja ein 4 Liter V8 Biturbo, das könnt ihr hier vorne auch sehen. Er hat sehr viel Carbon verbaut, beispielsweise hier vorne auf der Haube. Und das ist alles schon hier, also wenn man sich das hier anguckt, welches Design man hier auch drauf gesetzt hat, das ist schon echt ein irres Auto, insbesondere in der Farbkonstellation. Gibt ja eine Menge Leute, man sagt ja, Geld ist doch viel unterwegs insgesamt, aber ich sag mal, wer hier 500.000 übrig hat für ein fast neues Auto, dem kann ich nur empfehlen, kaufen, wegstellen, ein paar Jahre, absolut sicher. Also wenn man sich mal das Ganze hier vorne, das ist der Grill, hieran erkennt man ja bis heute auch bei der normalen Serienfertigung besondere Autos, das ist ja hier das AMG-Design so ein bisschen. Hier unten alles Carbon, auch der Spoiler, also höchstwertige Applikationen am Auto. Dann ist der Spiegel hier die beiden Spiegel sind aus Carbon, hier vorne auch wieder auf der Haube. Dann das gesamte Dach ist aus Carbon. Wohl der Wagen wiegt 1300 Tonnen, wenn ich das richtig weiß. 1,3 Tonnen, Entschuldigung. Wiegt 1,3 Tonnen. Der Luftschutz redet heute wieder eins zusammen. Naja, gut. Aber es ist halt ein Black Series und dieses Markenlogo Black Series gibt es seit 2006 und das bedeutet, es sind bei AMG immer die absolut besten Autos, die man produziert hat. Und selbst ältere Baujahre heute schon aus den Ende 2000er sind heute schon sehr, sehr wertvoll. Das sind Sammlerstücke und das ist hier sicherlich auch so ein Auto. Haben wir schon Sound gemacht bei dem Auto? Nee. Ja, soll ich das mal machen? Ja. Also mal einmal der tolle Flügel hier hinten, schaut euch das mal an. Man könnte ja fast meinen, es ist ein Flugzeug. Das ist ja irre gemacht, aber bei diesen Wahnsinnswerten muss man halt eben schauen, dass der auch wirklich hinten auf der Straße bleibt und nicht abfliegt. Dann diese Doppelauspuffanlage mit einem riesen Durchmesser. Ich kenne solche Rohre eigentlich sonst nur vom SSK, aber sowas hat man eben auch vor ein paar Jahren gebaut. Und mal so meine ganz persönliche Meinung, ich finde ihn in Orange eigentlich am besten. Sieht absolut irre aus. Als normaler GT kann man ja kaufen bei Mercedes, heute AMG GT, hat er 585 PS, was schon nicht wenig ist. Wir hatten so einen Wagen, weil ich bin immer gefahren, es geht ganz schön los, so ein Auto. Er hier hat 730 PS. Ich glaube, das ist absolut rekordverdächtig. So, dann machen wir mal an, dann machen wir mal eine kleine Soundprobe, wie er sich anhört.
hier jetzt auf Race gehen, drehen. Noch weiter? Sport, Race und was dann? Ist er lauter. Der fährt aber jetzt nicht los, ne? Also da kann man wohl zu Recht sagen, er brüllt wie ein Löwe. Das ist ja wirklich beängstigend. Ich muss auch ehrlich sagen, auf dem Nürburgring würde ich das Auto gerne mal fahren. Aber da wir den jetzt hier nicht haben, der ist 500 Kilometer weit weg, geht das leider nicht. Ja, Zustand neuwertig bei dem Auto, ist nie im Sporteinsatz gewesen. Und bestellen oder kaufen kann man sowas heute nicht mehr. Das heißt aber jetzt hier bei uns bei Cargold Hamburg, da haben wir ihn da. Also für jemand, der schon alles hat und der so ein bisschen das Kribbeln hat und das Gefühl für so einen richtigen Motorsportwagen, ist das hier der richtige Wagen, das richtige Investment. Übrigens hier alles Alcantara oder Leder, ich weiß gar nicht, ich glaube das Leder nicht, das Wildleder. Also teuerste Materialien verwendet. Hier vorne Carbon, hier ist das Navigationssystem hier drin. Schwarzes Dach, das ist Leder oder Alcantara. Er hat überall Airbags, also auch sicherheitstechnisch super ausgestattet. Das Lenkrad so ähnlich kennt man ja eigentlich auch vom normalen Serien-Mercedes, ein bisschen besser gemacht. Steht AMG hier vorne drin. Aber sonst kennt man das so ungefähr. Hier hat er die Paddeln zum Hoch- und Runterschalten. Ja, da hat er die normale Bedienung für die Klimaanlage, Heizung, Sitzheizung, weiß gar nicht, ob er die überhaupt hat. Fensterheber sind hier vorne. Was haben wir denn noch vergessen jetzt? Wenn du Zündung anmachst, dann gehen hier die ganzen Tasten an. Also, hier ganz an oder wie? Ja, jetzt springt das ganze Auto an. Da steht auch gleich AMG da vorne. Also hier, Tacho geht bis 360. Er dreht bis 7000 Umdrehungen. Das ist natürlich Wahnsinn. Und wenn ich mir überlege, keine 9 Sekunden bis 200, das ist echt ein Wert. Ja, verbrauchen tut er sehr wenig. Im Mix habe ich gelesen, 12 Liter finde ich nicht viel für so ein irres Auto mit der Leistung. Hat eine 4-Liter-Maschine, was relativ wenig ist, wie ich meine, mit 8 Zylindern. Und ich hatte mindestens 2 Turbolader, Paul. Weißt du, wie viele Turbolader der hat? 2 Turbolader, ja. Naja gut, das muss er wohl auch haben, damit es richtig nach vorne geht. Ja, edle Schalensitze, seht euch das an, auch vom Design hier mit dem orangefarbenen Streifen. Er hat gelbe Gurte, das ist einfach alles toll gemacht. Also da hat Mercedes wirklich im Rennsport gezeigt, was sie können. Finde ich beeindruckend, das Auto. Absolut beeindruckend, auch schön irgendwo. So diese ganzen Sachen, also ganz ehrlich, ich habe mich damit nicht ganz genau befasst, was ist was. Aber ich glaube, hier kann man eine ganze Menge mit anstellen. Man muss halt eben mal richtig auf die Bahn mit dem Wagen. Was ist das hier? Das ist der Spoiler hinten, kannst du mal drücken. Mal drücken, Spoiler. Länger drücken. Länger drücken. Länger drücken. Noch länger. Nochmal runter, nochmal drauf. Ja. Jetzt. Was passiert jetzt? Ja. Winkelt sich jetzt ab, das ist wie beim Flugzeug Landeklappen, nehme ich mal an. Ne? Naja gut, ich habe keine Ahnung. Also wie gesagt, das ist nicht ganz meine Welt, obwohl, wenn ich ehrlich bin, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte und so, hätte ich auf sowas auch mal Lust. Es ist einfach irre, was heute für Autos gebaut wird. Also sitzen tut man toll, ganz bequem, aber ich sag mal, Porsche ist ja mittlerweile auch weit, aber 730 PS, das ist schon mal das ist ein Wort. Ja, irres Auto. Jetzt muss ich mal gucken auf meinem Zettelchen, da muss ich mal öfter mal nachgucken, ob ich was vergessen habe. Da liegen übrigens 800 Newtonmeter an. Zwischen 2000 und 6000 Umdrehungen und der Wagen hatte mal einen Neupreis von 335.000 Euro. Aber ich weiß, dass die Autos verteilt wurden und man konnte nur ganz, ganz wenige davon überhaupt ordern. Und da gibt es ja so Listen, wo man draufstehen muss, wenn man so ein Auto überhaupt kaufen durfte. 12,8 Liter hat er Verbrauch, das ist nicht viel und er ist relativ laufruhig und hat sehr viel Drehmoment, weil er eine ganz besondere Nockenwelle hat. Nee, Kurbelwelle. Crossplane Kurbelwelle, was auch immer das ist. Muss besonders sein, hat 140 Kilometer gelaufen. Er heißt AMG GT Black Series Coupé und das ist geschützt und ist genau genommen aus erster Hand. Er hat ihn sich neu gekauft, ist damit mehr oder weniger von Mercedes nach Hause gefahren, dann stand er in einer tollen Sammlung. Das Auto ist neuwertig. Es gibt ja so einige, sind aber so durchs Kiesbett durch und so. Das kommt ja mal vor, wenn man richtig Stoff gibt, aber das hat er hier nicht. So, jetzt machen wir mal auf. Auto hat Aerodynamik im Motorraum, sehen wir hier gerade. Guckt euch das mal an, das ist schon ganz irre durch die Lufteinlässe wahrscheinlich hier vorne. Hier vorne Steffen Hahn, Mercedes AMG, Germany, Handcrafted, also alles handgearbeitet. Da hinten ist der Motor in dieser wirklich langen Schnauze hier. Ja, gewaltiges Gerät. Also damit mal richtig Stoff geben, macht sicherlich Spaß. Muss aber gut Auto fahren können, so schätze ich das ein.
Also ich finde das schon ganz bemerkenswert, was Mercedes hier auf die Beine gestellt hat. Das ist wirklich ein absolut giftig wirkendes Auto. Und ich denke, so wie er aussieht, fährt er sich auch. Also begeistert mich. Ist was ganz Neues. Ihr könnt ja im Hintergrund sehen, was wir sonst auch für Autos haben. Kommen wir mehr aus der Fraktion, der auch ältere Sachen mal gerne hat. Aber sowas, finde ich, muss man mitmachen. Wir haben Kunden dafür. Wir haben davon bisher 2 Stück verkauft und die sind auch immer weggegangen. Und wir werden ihn hier auch weiterbringen, weil er einfach irre ist und er ist fast neuwertig. Bekommt man nicht jeden Tag. Und ich glaube, die Zeit wird nicht lange dauern, bis sowas 1 Million kostet und mehr. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil es keine gibt. Die werden auch so, glaube ich, gar nicht mehr gebaut. Ich weiß gar nicht, wie das eigentlich ist. Aber die Serie ist zu Ende. 730 PS ist einfach absolut irre. Auch die Leistungsdaten. Und Qualität und auch die Optik finde ich persönlich toll. Ich finde ihn eigentlich schöner als den blauen. Ne? Orange sieht ja toll aus. Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe auf dem Auto. Auch innen in schwarz. Ein echtes Highlight. Das Auto ist wirklich ein Highlight. Ja, das war jetzt ein kleiner Bericht von unserem Mercedes Black Series AMG GT mit 730 PS. Ich hoffe, das hat euch mal ein bisschen was gefallen. Mir ein bisschen gefallen, das war ja auch mal was anderes, haben wir ja nicht jeden Tag. Aber das Auto ist neuwertig, ich kann euch das echt empfehlen. Das ist speziell, eigentlich kann man sagen, das muss man haben. Also bis zum nächsten Mal, euer Stefan, bis dahin und ciao.